Wir begrüßen ganz herzlich die liebe Julia von Lillesol und Pelle bei uns und sie hat wieder ihre schönen Schnittmuster passend zu unserer Kollektion mit dabei in ganz, ganz tollen Modellen und da freuen wir uns sehr darauf, dass sie heute vorstellt. Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Langsam wird das ja hier schon regelmäßige Tradition, genau. Genau, wir können gleich loslegen. Ich denke, viele von euch kennen unsere Schnittmuster. Vielleicht nochmal 2, 3 Sätze vorweg. Wir haben ja immer die vollständige gedruckte Fotoanleitung mit in unseren Schnittmustern. Wir haben eine Videoanleitung. Wir haben große Bögen, sodass die Schnittteile auch rausgeschnitten werden können, weil sie eben nicht überlappen. Dann haben wir immer noch so eine kleine Nähnotizenkarte mit drin, als ja, kleines Goodie sozusagen. Und das Ganze kommt in unserer schönen Papierverpackung. Ja. Genau. Und die blenden wir auch gleich eben immer zuerst ein. Genau. So können Sie Screenshots machen und ja, wir fangen mal an. Das machen wir gerne. So. Ja, das ist unser Cardigan mit Schalkragen, Lillesol Woman Nummer 29. Das ist einer unserer Klassiker. Der hat diesen schönen Stehkragen, was im Nacken anliegt. Man kann den aber auch mit einem Revers nähen und sozusagen, dass das Ganze eben umgeklappt wird. Das zeige ich auch gleich nochmal am Modell. Und ja, genau, das ist einfach eine schöne Strickjacke zum drüberziehen. Wunderbar aus Jacquard oder Strick oder auch Sweat, ganz toll. Ja, jetzt können wir, würde ich sagen, einmal das Modell zeigen. Hier, genau, das hier ist ja einmal so ein schöner Strickjacquard, genau. Also ganz klassisch, so wie das Schnittmuster auch eigentlich vorgesehen ist. Ich habe gleich nämlich nochmal eine kleine Variante, die ich euch zeigen möchte, wo wir mal ein bisschen was experimentiert haben. Aber hier, wie gesagt, klassisch so, wie es vorgesehen ist, was ich eben gerade schon sagte, hier oben mit diesem anliegenden Stehkragen. Einmal der umlaufenden Blende, ja, leicht tailliert geschnitten. Und als zweite Variante kann man eine breitere Blende nähen und das Ganze dann umgetragen, fast so ein bisschen blazerartig tragen. So, und als nächstes schalten wir einmal um. Genau, ist unsere Hemd, Bluse und Kleid Camisa Lillesol Woman Nummer 43. Das ist ein ganz klassischer Schnitt auch. Mit einer durchgehenden Knopfleiste kann man sowohl als Bluse, aber eben auch als Kleid nähen. Kleid ist dann auch ganz hübsch, wenn man dazu einen Gürtel näht. Verschiedene Ärmellängen mit Manschetten. Ja, wie gesagt, ganz klassischer Schnitt. Und hier drunter habe ich den jetzt nämlich einfach mal als Bluse genäht. Ganz klassischer weißer Blusenstoff. Ja, dann kann man das nämlich auch ganz wunderbar einfach drunter tragen, unter dem Cardigan oder unter anderen Strickjacken zum Beispiel. Genau. Und unsere Handtasche Coveta, das ist auch ein relativ neuer Schnitt, ergänzt sich einfach prima jetzt für so ein Outfit. Wir haben hier ein ganz einfaches Schnittmuster, was wirklich auch anfängerfreundlich ist. Kleine Handtasche mit Klappe und können wir hier einmal zeigen, genau. Ich drehe das Ganze mal so ein bisschen rum. Also von der Größe seht ihr schon, passt gut einmal Handy und Schlüssel und ja, so ein bisschen Make-up rein. Kann man gut über die Schulter tragen. Und hier habe ich mal den Tokyo-Stepper verwendet. Der eignet sich nämlich richtig schön für diese Tasche. Genau. Ja, und dann kommen wir zu den Stoffen und zwar der Cardigan wurde aus dem Jacquard Jersey Elmo genäht. In dieser Beere-Variante ist ein angerauter Jacquard und hier sehen wir einmal das Muster mit den Punkten. Also super geeignet für diesen Cardigan. Man braucht kein Bündchen annähen, man kann wunderbar auch mit der Rückseite arbeiten, wie man hier sieht. Und dann einfach die Ärmel umschlagen. Unser Jersey-Kleid mit U-Boot-Ausschnitt Lillesol Woman Nummer 22 habe ich hier jetzt einfach mal als Shirt vernäht. Kann man aber eben auch, wie ihr seht, schon ganz einfaches Kleid nähen. Entweder mit einem ausgestellten Rock oder mit einem schmalen Rock. Man kann zusätzliche Abnäher im Taillenbereich, im Rücken und vorne auch nähen, um das Ganze noch mehr auf Figur zu bringen. Aber oder ein bisschen legerer. Da gibt es wieder verschiedene Varianten im Schnittmuster. Und ihr seht hier schon, dass wir da eben auch eine Shirtlänge mit drin haben und die habe ich jetzt hier einfach mal genäht, hat hier eben diesen schönen klassischen U-Boot-Ausschnitt. Und dieses hier ist nämlich auch der Cardigan mit Schalkragen, den ich euch eben schon gezeigt hatte.
Aber hier haben wir ja mal was ausprobiert, und zwar den aus einem Baumwoll-Stretch-Satin genäht. Genau. Und wie gesagt, der Schnitt ist eigentlich ja für Strick oder Jacquard gedacht, aber wie gesagt, dadurch, dass der eben Stretch-Anteil hat, geht das auch und hat damit so ein bisschen, ja, wirklich fast was Blazermäßiges. Hier das Ganze dann eben umgeschlagen. Also, wenn ihr mal ja so ein bisschen variieren möchtet, wäre das vielleicht auch eine schöne Möglichkeit. Ja, und dann kommen wir zu dem Stoff. Das ist Blue von der lieben Käselotti. Ein Baumwoll Stretch Satin, wie gesagt. Und hier wurde die Terra Natur Variante vernäht. Und hier kann man noch sehen, er lässt sich ganz leicht dehnen. Und das sind die anderen Farben, einmal eine bunte Variante und der Klassiker Schwarz-Weiß. Entschuldigung, kommt erst das Schnittmuster. Genau, da haben wir unsere Palazzo-Hose. Das ist ein ganz neuer Schnitt jetzt im Sommer gewesen. Eine ja, klassische Hose einfach mit Gummizug, die man eben über die Hüften rüberzieht. Mit einem geraden Bein, relativ weit, ganz leger für den Sommer. Kann man wunderbar aus Viskosewebware zum Beispiel nähen, aber eben auch jetzt für den Herbst-Winter kann man tatsächlich vielleicht ein bisschen was Festeres nehmen. Die Twill-Viskose finde ich von euch immer sehr schön. Die eignet sich dafür jetzt auch eben, wenn es kühler wird, ganz toll. Ja, genau, das ist unsere Palazzo-Hose und hier habe ich sie einmal vernäht. Das ist auch eine Twill-Viskose, wenn ich das richtig sehe. Genau, und ihr seht schon, also ganz locker, leger, hat hier die seitlichen Taschen. So kann man natürlich auch weglassen, wenn man das möchte. Und das Ganze ist eben stretchy, sodass es wirklich auch total bequem zu tragen ist. Ja, dazu habe ich unser Basic Top genäht. Auch hier seht ihr, das ist ja ein ganz klassisches Top mit verschiedenen Halsausschnitten, einem tiefen Rundhals, einem hohen Rundhals, einem V-Ausschnitt und das Ganze sowohl am Rücken als auch eben vorne. Da könnt ihr untereinander kombinieren, wie ihr das möchtet. Und die Saumführung ist einmal so ein bisschen abgerundet, aber eben auch gerade. Also wirklich ein ganz einfaches Basic Top. Genau, hier habe ich es einmal dazu kombiniert. Also ihr seht, es ist am Bauch auch relativ locker, im Brustbereich sitzt es eng. Diese Puppe ist jetzt hier nicht die richtige Größe, aber ja, wie gesagt, hier im Brustbereich sitzt es eng anliegend und am Bauch eben locker, leger. Und hier habe ich auch am Rücken mal den V-Ausschnitt. Das finde ich für den Sommer eben auch ganz schick. Ja, und bei der Hose wurde der Artikel Shine Leo verwendet von der lieben Cherry Picking. Und hier kann man auch sehen, es sieht wirklich so aus, als wenn das Leo-Design ein bisschen glänzt. Und hier haben wir einmal eine gedecktere Variante und die Hose wurde aus dieser Kupfer-Pink-Lila Variante genäht. Und dazu wurde kombiniert der Jersey Vanessa in diesem schönen Pinkton. Und das sind wieder die Modefarben unserer Basic-Artikel, die wieder passend zu allen abgestimmt wurden. Genau, weiter geht es mit unserer Jersey-Bluse Leanna und das Besondere daran ist tatsächlich, dass es eben eine Bluse für Jersey ist. Und ihr seht schon, dass es eine ganze Reihe an Teilungsnähten gibt, sodass die Passform wirklich ja, auch figurbetont ist. Und das Ganze wird durchgeknöpft, könnt ihr natürlich mit langen Armen oder mit kurzen Armen nähen und ist halt dadurch, dass es eben eine Jersey-Bluse ist, wirklich sehr komfortabel zu tragen. So, und ich habe hier die Jersey-Bluse tatsächlich einfach mal offen, ganz ohne Knöpfe genäht, so ein bisschen so im Hemd-Look quasi, dass man sie einfach so leger offen trägt. Aber ihr seht, wie gesagt, es ist stretchy und dadurch total bequem zu tragen. Und das Ganze habe ich hier oben, ich mache das mal einfach auf, hier auch nochmal über einem Top. So, das ist gut. Und dann machen Sie den Abgang. Genau, dass das Ganze eben auch ja, farblich schön zusammen harmoniert. So, und das ist der Baumwoll Jersey Breeze von der lieben Cherry Picking. Und hier haben wir wieder die gedecktere Variante, den rosa Kupfer und einmal die knalligere Variante in Kupfer Pink.
Unser Kleid und Pullover Estela ist jetzt eher eigentlich ein Herbst-Winterschnitt, weil es eben diesen schönen Kragen hat oder auch als ja, mit so einem Wickelkragen und hat lange Ärmel, die vorne mit so einem ganz hübschen, leicht gerafften Abschluss genäht werden. Kann man als Pullover oder eben auch als Kleid nähen. Und ich habe dadurch, dass jetzt ja die Frühjahr-Sommer-Variante Kollektion ist, habe ich hier jetzt einfach mal einen Pullover genäht, aber eben ohne den Kragen, sondern tatsächlich einfach nur mit dem Bündchen. Und genau, das Ganze ist hier aus einem Sweat genäht. Also tatsächlich ganz, ganz ja, schicker Pullover, auch den man tatsächlich dann auch im Frühjahr, Sommer tragen kann. Hat hier oben so kleine Puffärmelchen. Genau. Ja, und das ist der Artikel Seashell, ein French Terry, auch wieder von der Linie Cherry Picking. Und hier haben wir einmal die Variante Kupfer Rosé und einmal Flieder auf Rosé. Ja, das ist unser Raglan-Shirt Combina, Lillesorum Nummer 65. Das ist auch wieder so ein bisschen einer unserer Basic-Klassiker, einfach weil man ja Raglan-Shirts immer nähen kann. Lange Ärmel, kurze Ärmel, gerade Saumführung oder tief abgerundete Saumführung mit einem Rundhals oder mit V-Ausschnitt. Also da könnt ihr wieder kombinieren, wie ihr möchtet. Und das Besondere ist hier dabei tatsächlich, dass es im Schnittmuster noch eine zweite Ärmelvariante gibt, wo man zum Beispiel die Ärmel aus Webware nähen kann. Die haben dann an der Schulterpartie einen kleinen Abnäher, sodass ihr da auch ganz wunderbar eben Webware-Reste mit Jersey kombinieren könnt. Und dann gibt das Ganze so ein bisschen, ja, schickeren Look tatsächlich. Hier habe ich jetzt aber einmal ein ganz klassisches Jersey-Shirt genäht. Ich nehme es mal aus der Hose raus, also hier auch mit diesem leicht abgerundeten Saum. Ihr seht es hier an der Seite, dass das Ganze eben dann so geschnitten ist. Hier ein halblanger Ärmel, Rundhals, ja, und die klassischen Raglan-Nähte, die natürlich eben dann so schräg verlaufen. Ja, und hier haben wir wieder den Artikel Breeze, der Baumwoll Jersey. Und wir hatten vorhin einmal die gedecktere Variante und jetzt haben wir einmal die knallige Variante in Kupfer und Pink. Die Hemdbluse Linnea Lillesorum 79 ist auch ein relativ neuer Schnitt. Auch das ist wieder ein klassischer Schnitt im Grunde mit einer halblangen Knopfleiste mit Steg und Kragen. Die Ärmel können lang oder ja, lang genäht werden mit Manschetten oder ohne Manschetten. Auf der Rückseite der Bluse habt ihr eine Passe und darunter wird das leicht angekräuselt angesetzt. So, und ich habe das Ganze hier auch nochmal wieder aus dem Viskose Twill genäht. Dadurch ist das natürlich sehr schön locker und luftig im Fall. Wenn ihr das aus ja, einem festeren Baumwollstoff nehmt, dann habt ihr natürlich sehr viel mehr Stand. Aber ich finde das immer eigentlich ganz schön, ja, wenn man hier so ein bisschen Luft hat im Bauchbereich. Und ihr seht schon, der Schnitt ist nicht ganz so schmal wie viele andere von unseren Blusenschnitten, sondern tatsächlich locker und leger sitzend. Genau, so zum lässigen Drüberziehen. Und das ist der Artikel Shine Leo. Diesen haben wir vorhin schon einmal bei der Hose gesehen, in dieser knalligen Variante. Und jetzt einmal die gedecktere Variante in Rosa und Kupfer. Und da kann man natürlich auch super sehen, dass er wirklich blickdicht ist. Also man kann wirklich nicht durchschauen, auch in der hellen Variante. Unsere Tunika bzw. Kleid Mariluna Lillesorum Nummer 42 ist auch ein älterer Schnitt von uns, aber wird nach wie vor einfach total gerne genäht. Er hat ja, eben so einen kleinen Stehkragen, dann einen ja, stumpfen V-Ausschnitt, sage ich mal. Und das Ganze könnt ihr sowohl als Kleid, aber auch als Tunika nähen. Ihr habt die Wahl, das mit einem gerafften Rockteil anzusetzen und, oder alternativ mit einem geraden Rockteil. Ich habe hier jetzt mal die geraffte Variante. Ich finde das bei Viskose immer sehr schön. Dann habt ihr hier so ein bisschen mehr Spiel tatsächlich noch. Wenn ihr hier das ohne Raffung ansetzt, könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr einen leichten Jeans oder sowas ähnliches verwendet, würde sich das eignen, eben hier nicht ganz so viel Raffung zu machen. Ja, genau, hier habe ich die halblange Variante und hier seht ihr auch nochmal, was ich meinte mit dem stumpfen V-Ausschnitt sozusagen. Also ihr habt hier einmal so eine kleine ja, Kante drin.
Und das ist der Artikel Grow von Käselotti. Eine viskose Webware, wieder die feste Variante, die 140 Gramm viskose Webware. Und hier haben wir einmal auf einem Nachtblau die Outlines aus Royalblau. Und hier haben wir auch nochmal Nachtblau mit Gelb und Terra mit Schwarz. Ja, das ist ein ganz, ganz neues Schnittmuster. Das ist jetzt im September erst erschienen. Das Wickelkleid Valina, Lillesroh Nummer 83, ist für Jersey. Das heißt, ihr habt hier wirklich einen ganz bequemen, komfortablen Sitz. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Varianten. Ihr könnt das Ganze mit Kragen nähen oder ohne Kragen, auch mit verschiedenen Ärmelvarianten. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr da gerne einen Gürtel nähen. Und das, was ich immer sehr schön finde, ist, hier bei dem Wickelkleid wird der Rock tatsächlich im Ganzen angesetzt. Also es wird nicht komplett durchgewickelt, sodass man eben nicht so leicht im Freien sitzt, wenn man die Beine überschlägt. Von daher, genau, ist das auch irgendwie ein bequemer Schnitt, der trotzdem ganz schick ist. Hier, wie gesagt, habt ihr einmal den Wickelteil. Ich habe das Ganze hier mit Kragen genäht, kann man aber auch weglassen. Und hier auch nochmal mit den Ärmeln mit Manschettenabschluss. Und das ist der Artikel Africa von Bienvenido Colorido, ein Baumwoll-Jersey. Und hier hatten wir einmal die Jeans-blau-weiße Variante. Es gibt ihn auch noch in Schwarz mit Grasgrün. Und die knallige Variante, die jetzt auch sehr angesagt ist, in Pink und Rot. Ja, von einem etwas schickeren Schnitt wieder zu einem Casual-Schnitt, nämlich unser Casual Sweater. Hier seht ihr schon auch wieder, dass verschiedene Varianten im Schnittmuster enthalten sind. Das Ganze kann mit Kapuze oder mit Wickelkapuze genäht, bzw. Wickelkragen genäht werden oder auch einfach nur mit einem Halsbündchen. Der Schnitt ist so geschnitten, dass er vorne ein bisschen kürzer ist als hinten, hat überschnittene Schultern und ist auch eher weiter geschnitten. So, hier haben wir mal eine Version aus Jersey genäht. Eigentlich ist er natürlich eher für Sweat oder Sommersweat geeignet, aber tatsächlich für den Sommer, das mal aus Jersey zu probieren, ist, finde ich, auch immer eine ganz nette Idee und ist natürlich dadurch sehr viel leichter. Wir haben hier auch, wie gesagt, die überschnittenen Schultern, das Ganze einfach nur gesäumt, also ohne Bündchen genäht. Hier ist die Kapuze und genau, hier sieht man auch, dass er eben hinten ein bisschen länger ist als vorne. Und das ist der Baumwoll-Jersey Monkey Shapes. Und man kann erst, finde ich, auf den zweiten Blick erkennen, dass das wirklich Äffchen sind. Und hier haben wir eine Aubergine-Variante und hier einmal die blaue Variante. Nun nochmal ein richtig schön sommerlicher Schnitt, nämlich für ein Kleid, unser Kleid Altea. Auch ein relativ neuer Schnitt, der jetzt kurz vorm Sommer erschienen ist. Ihr habt hier einen V-Ausschnitt mit einem kleinen Stehkragen. Die Ärmel werden am Saum zusammengerafft. Und auf der Rückseite, das zeige ich euch hier jetzt nochmal am Modell gleich. Also hier vorne ist es gerafft und drehen wir das Ganze mal um. Hier hinten wird das mit einem Gummi auf Figur gezogen, so dass das hier dann einfach so ein bisschen geschoppt ist. So, dann habt ihr hier oben einfach so dekorative Bänder. Ihr könnt dann natürlich auch eine Schleife binden, wenn ihr das möchtet, oder einfach so leger hängen lassen. Ja, und auch das hier wieder schön sommerlich, luftig. Genau, das ist unser Altea-Kleid. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. So, das ist der Artikel Mailand, eine viskose Webware, eine 120 Gramm Ware. Auch diese ist nicht durchsichtig, ist auch eine sehr schöne, also so einen leicht seidigen Touch. Und hier haben wir so ein kleines Leo-Design auf Weiß. Genau, hier wollte ich euch dann noch mal eben kurz unsere Handtasche zeigen. Ist auch wieder eine Cuveta-Handtasche, die ich euch vorhin schon gezeigt hatte. Also hier seht ihr auch wieder so, ja, vom Format her, wenn ich jetzt mal meine Hand anhalte, so ungefähr von der Größe.
Das Ganze könnt ihr mit verschiedenen Verschlüssen nähen, mit diesen, ja, mit diesen Gold-Silber-Verschlüssen sieht das natürlich immer ganz schick aus, kann man aber auch einfach nur mit Druckknopf nähen zum Beispiel oder Klettverschluss und genau, also es ist wirklich ein ganz einfaches Schnittmuster. Ja, das Stufenkleid für Jersey, Lindisfarne Nummer 50, ist auch wieder ein einfach zu nähender Schnitt. Dadurch, dass es eben für Jersey ist, habt ihr da keine großen Verschlüsse, sondern könnt es einfach über den Kopf ziehen. Auch hier wieder verschiedene Halsausschnittvarianten, Rundhals- und V-Ausschnitt, verschiedene Ärmellängen, verschiedene Stufenlängen. Und da könnt ihr auch ganz wunderbar mit den Stufen spielen. Also wenn ihr die Stufen an sich noch ein Tickchen verbreitert sozusagen, dann könnt ihr daraus auch einen Maxi-Rock nähen oder eine ganz kurze Variante. Also das ist auch wieder so ein schöner Schnitt, um damit ja, so ein bisschen zu spielen. Ich habe hier jetzt 2 Stufen angesetzt, so, dann das Ganze mit V-Ausschnitt genäht, mit einem Halbärmel und damit tolle Partnerlook mit Pauline. So, hier haben wir einmal den Baumwoll-Jersey Primavera. Hier haben wir 5 verschiedene Farben. Wieder die Kneipen. Und das Kleid ist einmal aus Schneesblau und Weiß genäht worden. Und ich mal einzeln. Weiß und Royalblau und einmal Grün mit Weiß. Ja, nun kommen wir zu Biesenkleid Laurelia. Wer mich schon länger kennt, sozusagen weiß, dass das mein Lieblingsschnitt ist, weil ich den eigentlich jedes Mal trage, wenn ich hier bin. Ihr habt hier im Vorderteilbereich eben diese schönen Biesen, die leicht schräg zulaufen, dann die Stufen, die angesetzt werden. Ihr könntet das Ganze aber auch, also hier habe ich das jetzt eben mit 3 Stufen genäht, ihr könntet das aber auch tatsächlich in einem Stück, also wenn ihr jetzt eben nicht ganz so viel Weite hier unten haben möchtet, dann näht ihr einfach nur eine Stufe als lange Variante an. Ja, hier kann man sehr schön die Biesen sehen, bei diesem Muster ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe es aber auch nochmal an, also hier sieht man das vielleicht so ein bisschen besser und genau, hier die Halbarmlänge mit Manschetten habe ich hier auch genäht. Also ihr seht, dass das dann immer so ein bisschen aufklafft. Ja, Stehkragen, ganz klassisches, schönes Stoffmuster. Und das ist der Stoff dazu. Hier haben wir eine viskose Webware von Thorsten Berger. Hier haben wir Aprikotflieder auf Schwarz. Und das Kleid wurde aus dieser Variante genäht. Türkis, Flieder und Schwarz. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Farbkombi. Ja, absolut. Genau, weiter zu unserem Maxi-Rock, also auch so ein schöner Sommerschnitt. Auch wieder wunderbar aus Viskose-Webware zu nähen, dann fällt das Ganze richtig schön, auch wieder wahlweise mit Stufen oder eine lange Stufe. Ihr könnt das Ganze mit Taschen an der Seite nähen oder ohne. So, ich zeige euch das mal hier, habe ich tatsächlich Taschen, weil ich weiß ja, dass viele eben einfach gerne Taschen tragen. Und hier oben wird es auch wieder mit Gummizug genäht, ähnlich wie bei unserer Palazzo-Hose, sodass ihr da einfach nur reinschlüpfen müsst. Also ihr seht schon hier unten, ja, es ist so ein richtig schön weit geschnittener Rock. Und unser Basic-T-Shirt, das habe ich dazu kombiniert, wie der Name schon sagt, auch wieder tatsächlich ein richtig schöner Basic-Schnitt, verschiedene Halsausschnitte, V-Ausschnitt, Rundhals, hoher Rundhalsausschnitt, verschiedene Saumführungen, abgerundeter Saum oder gerader Saum und auch wieder verschiedene Ärmellängen. Das macht das Ganze tatsächlich zu so einem ganz einfachen klassischen Basic-Schnitt. Hier sieht man jetzt schwierig, sage ich mal, das hat den V-Ausschnitt, kurze Ärmel, ja, einfach ein lässiges Shirt. Und auch hier ist es wieder so, dass es im Bauchbereich relativ leger sitzt und im Brustbereich eher anliegend. Ja, also tatsächlich ja, ein Basic-T-Shirt. Und hier haben wir die viskose Webware Mailand in diesem schönen Batikmuster. Und auch hier kann man wieder sehen, dass sie überhaupt nicht durchsichtig ist. Und das Shirt kann man auch super aus einem Viskose-Jersey nähen. Genau. Und hier haben wir viele verschiedene Modefarben, weiß, Natur, gelb, pink
Grün, ein Fliederton, Terra Royal Blau, die Klassiker Marine und Schwarz. Da kann man sich total viele schöne, farbenfrohe oder auch gedecktere Farben aussuchen für den Sommer. Jetzt zeige ich euch nochmal unsere Hemdbluse und Kleid Camisa, was wir vorhin als klassische weiße Bluse unter dem Cardigan getragen haben. Hier jetzt nochmal in einer etwas anderen Variante. Und zwar haben wir das hier mal so ein bisschen eigentlich im Mantelstil genäht. Das heißt eben einfach offen getragen aus einem viskose Satin. Dann ist es tatsächlich also wirklich so zum Drübertragen. Natürlich könnte man jetzt genauso gut hier die Knopfleiste nähen und dann das Ganze zuknöpfen. Aber wir fanden das eigentlich so ganz lässig, das tatsächlich so fast so ein bisschen Trenchcoat-mäßig drüber zu ziehen. Und da passt der Artikel, also das passt wunderbar. Ich finde das sehr edel, das Design finde ich auch super schick. Und hier haben wir einmal das Schwarz mit Natur, der Artikel Blumen von Käselotti, der Baumwoll Stretch Satin. Ich kann es hier auch noch einmal zeigen. Also er gibt wirklich nach. Ja, und unser letztes Schnittmuster für heute ist das Schluppenkleid und Shirt Cinta. Ja, wie der Name schon sagt, auch hier wieder 2 Varianten, kann man ganz toll als schickes Kleid nähen, aber ich finde auch wirklich als Shirt ist das eine schöne Sache. Habe ich hier jetzt einfach mal zu einer Jeans kombiniert und da bindet ihr euch hier oben eben diese kleine Schluppe. Kann man natürlich auch offen tragen, wenn man möchte, aber ich finde jetzt gerade so, wenn man was Bequemes haben möchte, was aber trotzdem ein bisschen schicker ist, ist das ein ganz tolles Schnittmuster. Ja, weil einfach Jersey, klar, ist natürlich bequem und durch diese ganze Schluppe im Bereich, im Halsausschnittbereich macht es das Ganze so ein bisschen schicker einfach. Und das ist der Artikel Africa von Bienvenido Colorido, haben wir vorhin schon in der Jeans blau-weißen Variante gesehen und jetzt in der knalligen pink-roten Variante. Und in grün-schwarz gibt es diesen Artikel auch noch. Ja. Ich komme zu dir. Ja, zu mir und meiner Puppe. Ja, wir bedanken uns recht herzlich, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Es war wie immer eine Freude. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, die Stoffe sind bis zum 8. Oktober bestellbar bei uns im Shop. Also für den nächsten Sommer sind wir da, glaube ich, alle ganz gut gerüstet mit ganz tollen Schnittmustern. Und schöne Stoffe. Vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss.